Guten Morgen. Nur noch wenige Meter trennen uns von der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador. Und ganz ehrlich, das ist ein bisschen emotional gerade für mich. Ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen Vorfreude und auch ein bisschen Traurigkeit, dass wir Kolumbien verlassen. Die letzten 6 Monate waren richtig schön und ja, aber wir freuen uns auch genauso auf die neuen Abenteuer, die uns jetzt dort in Ecuador erwarten werden. Wir dachten uns, wir nehmen euch hier zum Grenzübertritt einmal komplett mit, denn das ist ja ein ganz schöner Prozess. Man muss zu mehreren Büros Papiere vorbereiten und ja, das ist bestimmt ganz interessant und hoffentlich läuft alles glatt. Was haben wir denn alles vorbereitet für den Grenzüberschritt? Ja, wir haben Kopien gemacht von den DIAN-Papieren, von unseren Passports, vom Fahrzeugschein. Es kann sein, dass wir das einsammeln und dann haben wir halt hier auch nochmal kurz aufgeräumt, Toilette ausgeleert, dass sie da nicht eine Überraschung finden, falls jemand den Bus betritt und guckt, was wir hier alles so drin haben. Das kann nämlich durchaus der Fall sein. Ja, die erste Station ist hier der DIAN, das ist der kolumbianische Zoll. Und hier müssen wir jetzt die Ausreise des Fahrzeugs beantragen und ja, alle Fahrzeugpapiere abwickeln. Ja, wir haben jetzt hier am DIAN das Tipp abgegeben und die Kopie davon und sind fertig. Das war's. Listo. Das Fahrzeug ist jetzt also ausgecheckt. Der nächste Schritt, der zweite Step ist also jetzt zur Immigration zu gehen von Kolumbien und wir holen uns den Ausreisestempel. Okay, bevor man ins Büro zur Immigration geht, also zur Ein- und Auswanderungsbehörde, muss man noch ein Formular ausfüllen, und zwar das Checkmic-Formular, was man auch bei der Einreise nach Kolumbien ausgefüllt hat, quasi für die Ausreise ausfüllen. Hier auf dem Weg zum Schalter werdet ihr auf jeden Fall von vielen Assistenten, nennen wir sie mal, angesprochen, die euch das verkaufen wollen, dass man das offiziell macht für euch und natürlich gegen Gebühr. Das könnt ihr aber ganz normal selbstständig über das Online-Formular machen. Ja, bei dem Checkmic-Dokument werden einfach nochmal die persönlichen Daten abgefragt, die im Passport stehen und eben der Ausreisezeitpunkt. Ja, und den Link dazu, den packen wir unten in die Beschreibung. Mit der Bestätigung zur Voranmeldung unserer Ausreise auf dem Handy gehen wir jetzt hier ins Büro und holen uns den Ausreisestempel. Ausgestempelt und weiter geht's. Kolumbien ist genauso traurig wie wir und es regnet wieder. Ja. Es war schön und jetzt geht's darüber. So, mit den kolumbianischen Sachen sind wir jetzt durch und wir fahren über die Grenze oder über die physische Grenze nach Ecuador und dann schauen wir, was die von uns wollen. Zwischen den Grenzen ist ein Kontrollposten für die Impfungen. Das heißt, hier wird gecheckt, ob jeder auch seinen Impfstatus hat. Und dann gibt es so einen Zettel, mit dem können wir dann jetzt zur Immigration hier gegenüber gehen. Dann der dritte Schritt ist jetzt hier, uns die Einreisestempel für Ecuador zu holen, bevor es weitergeht. Wir sind jetzt legal in Ecuador. Yay! Bei der Einreise hier bekommt jeder Tourist 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung. Und ja, es lief alles richtig easy, oder? Also wir sind super schnell durchgekommen jetzt an allen Stellen. Der letzte Schritt ist jetzt hinter uns. Wir müssen Günni noch... Ja, was müssen wir machen mit Günni? Ja, wir müssen Günni noch einführen. Wir müssen dann gleich wahrscheinlich Fahrzeugpapiere einmal hingeben und das Ganze registrieren. Und dann werden wir auch da hoffentlich 90 Tage bekommen. Genau, dass wir auch einen Tipp für Ecuador dann haben. Ja, wir haben uns ein bisschen zu früh gefreut. Wir stehen hier schon eine Stunde ungefähr, weil das Zollsystem von Ecuador ausgefallen ist und jetzt können die unsere Daten nicht ins System eintragen, sonst ist alles fertig. Ja, wir müssen einfach jetzt noch ein Stückchen warten. Nachdem das System wieder online ist, schießt die Beamtin noch Fotos vom Fahrzeug und kontrolliert die Fahrzeugnummer. Dann geht es ein letztes Mal an den Schalter, um die temporäre Importgenehmigung entgegenzunehmen.
So, wir haben jetzt alles zusammen, um nach Ecuador einzureisen, haben alle Dokumente und um den Prozess nochmal kurz zu umreißen. In Kolumbien sind wir zuerst zum DIAN, um da das Fahrzeug abzumelden. Dann haben wir uns ausgetragen aus dem Land bei der Migration und haben uns dann auf der anderen Seite bei Ecuador angemeldet, waren hier bei der Migration und mit dem Stempel im Pass sind wir dann hier zum Zoll gegangen, zum Aduana und haben das Fahrzeug angemeldet und jetzt sind wir in Ecuador. So, an sich lief der Zollprozess ja richtig reibungslos ab, bis auf in der letzten Instanz beim Zollamt, wo natürlich jetzt der Server ausgefallen ist und wir, glaube ich, 2 Stunden warten mussten, bis das Dokument da endlich rauskam. Aber an sich würde ich schätzen, also 30 Minuten hätte es jetzt nur gedauert, wir hatten kaum Wartezeiten, also immer schön morgens über die Grenze gehen. Ja, und jetzt an dieser Stelle wollen wir euch noch 3 Tipps mitgeben oder Hinweise, die ihr beachten solltet, wenn ihr selber über die Grenze geht. Und zwar erstens, alle Zollprozesse sind kostenfrei, lasst euch da nichts anderes einreden. Und genauso braucht man keine Versicherung hier in Ecuador, das übernimmt der Staat. Genau. Zweitens, kontrolliert unbedingt die Dokumente, die ihr erhaltet, wie jetzt zum Beispiel die Importbescheinigung. Wir hatten dort Tippfehler drin und wir haben auch schon von anderen Reisenden gehört, dass es dann große Probleme gibt bei der Ausreise. Also das einfach verhindern. Nehmt euch die 5 Minuten, sobald ihr das Dokument in der Hand habt, egal wie viele Leute drumherum sind und checkt es. Ist sonst voll ärgerlich. Und drittens, ja, wir reisen mit einem Hund. Hat niemanden interessiert. Natürlich ist es immer wichtig, die Dokumente parat zu haben. Die Impfungen sollten auf Stand sein. Das ist auch bei Alma der Fall. Ein Gesundheitszertifikat war jetzt nicht gefordert. Und es hat, wie gesagt, niemand danach gefragt. Ja, und jetzt geht's los in Ecuador. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es war sehr informativ. Und unsere nächste Reiseetappe startet jetzt hier in Ecuador. Und im nächsten Video gibt es auch wieder schöne Landschaften zu sehen. Super. Danke wir sehen fürs uns Einschalten. nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss. Like